Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir häkeln heute mit euch ein sehr einfaches und schönes Deckchen. So schaut das Deckchen aus mit so einem Rand. Und ich habe wie immer eine große Bitte an euch. Es ist für mich immer noch sehr wichtig, dass ihr eure Kommentare unter diesem Video schreibt. Ihr könnt nämlich damit meinem Kanal helfen, einfach sich zu entwickeln. Schreibt eure Tipps, eure Tricks, fragt nach einem Rat. Ihr könnt euch gegenseitig auch austauschen. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch viel Spaß und wir starten mit dem Häkeln. So, für dieses Deckchen habe ich wie immer die Cotton Soft Folie verwendet von der Firma Relana, 50 Gramm, 150 Meter. Ich habe die Häkelnadel Nummer 3 und ich habe insgesamt 75 Gramm Wolle gebraucht für das Deckchen, also mit der weißen Farbe zusammen, also insgesamt 75 Gramm. Und das Deckchen ist von der Breite ca. 38 cm. So, ich beginne mit einem Fadenring. Drei Luftmaschen. Jetzt häkle ich 15 Stäbchen in den Fadenring. Also Umschlag, in den Ring einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2 durch und dann weitere 14 Stäbchen häkeln. Also insgesamt haben wir 16 Maschen. So, jetzt ziehe ich alles ein bisschen zusammen. Jetzt schließe ich die Runde mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche einstechen, Faden holen und die linke durch die rechte durchziehen. So, jetzt häkeln wir die Maschenzunahme. In jede Masche häkle ich 2 Stäbchen. Also ich beginne mit 3 Luftmaschen und da wo die Luftmaschen sind, hier steche ich nochmal ein und häkle die zweite Masche. Also ein Stäbchen. Jetzt in das erste Stäbchen, das waren die Luftmaschen, hier wo das Stäbchen ist, steche ich ein und häkle 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen und in dieselbe Stelle das zweite Stäbchen. Jetzt in die nächste Masche weitere 2 Stäbchen. Dann haben wir in der zweiten Runde 32 Maschen. Also in jede Masche die Maschenzunahme häkeln. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Runde ankommen. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. Jetzt schließe ich mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche einstechen, Faden holen und die linke durch die rechte durchziehen. So, jetzt häkeln wir die nächste Runde. 3 Luftmaschen. So, jetzt häkeln wir in jede zweite Masche die Maschenzunahme. Also in das erste Stäbchen häkle ich jetzt die Maschenzunahme. Das erste Stäbchen und in dieselbe Stelle das zweite Stäbchen. Jetzt häkle ich ein Stäbchen. Jetzt häkle ich die Maschenzunahme. Das erste Stäbchen und in dieselbe Stelle das zweite Stäbchen. Und so häkeln wir dann weiter. Ein Stäbchen, eine Maschenzunahme. Also aus einem Stäbchen 2 Stäbchen häkeln. Und so häkeln wir die Runde dann zu Ende. So, ich habe jetzt die Runde zu Ende gehäkelt.
Ich habe hier in der letzten Masche eine Maschenzunahme gehäkelt. Und jetzt schließe ich mit einer Kettmasche. In die dritte Luftmasche ein Stehchen und eine Kettmasche häkeln. So, jetzt in der nächsten Runde häkle ich 3 Stäbchen, eine Maschenzunahme. Also 3 Luftmaschen, jetzt häkle ich 2 Stäbchen. Eine Maschenzunahme. So, 3 Stäbchen. Eine Maschenzunahme. Also aus einem Stäbchen häkeln wir jetzt 2 Stäbchen. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Runde ankommen, 3 Stäbchen, eine Maschenzunahme. So, in die letzte Masche habe ich die Maschenzunahme gehäkelt und jetzt schließe ich die Runde mit einer Kettmasche. So, 3 Luftmaschen. Jetzt machen wir immer Folgendes, und zwar, ich habe hier, man sieht die Maschenzunahme. In diese zweite Masche häkle ich entsprechend immer die weitere Maschenzunahme. Das heißt, wir haben in der Runde davor 3 Stäbchen, eine Maschenzunahme gehäkelt. Jetzt häkle ich 4 Stäbchen, eine Maschenzunahme. Man kann die Maschen jede Runde zählen, man kann aber sich auch an der Maschenzunahme orientieren. Also ich habe jetzt 4 Maschen und das ist genau das zweite Stäbchen jetzt von der Maschenzunahme, wo ich die nächste Maschenzunahme häkle. Jetzt häkle ich wieder 4 Stäbchen, eine Maschenzunahme. Und das ist wiederum das zweite Stäbchen von der Maschenzunahme in der Vorrunde. Also hier ein Stäbchen, eine Maschenzunahme häkeln. Und so häkeln wir diese Runde zu Ende und die nächste häkeln wir genauso. Dann haben wir bloß 5 Stäbchen, eine Maschenzunahme in dieses zweite Stäbchen von der Maschenzunahme, was wir jetzt hier gemacht haben. Und auf diese Weise häkeln wir dann weitere Runden. Beliebig viele Runden kann man hier häkeln. Ich sage euch dann später, wie viele Runden ich gehäkelt habe. So, ich habe jetzt insgesamt 14 Runden gehäkelt, und zwar ich habe jetzt zwischen den Maschenzunahmen jeweils immer 15 Maschen. Jetzt häkeln wir die nächste Runde. Die habe ich ganz normal mit Kettmasche geschlossen. Eine Luftmasche. Jetzt häkle ich da, wo die Luftmaschen sind, stiche ich nochmal ein und häkle eine feste Masche. 2 Luftmaschen. Eine Masche überspringe ich, in die nächste Masche häkle ich eine feste Masche. 2 Luftmaschen, eine Masche überspringen, eine feste Masche häkeln. Und so häkeln wir weiter, 2 Luftmaschen, eine überspringen, eine feste Masche. So schaut es aus. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Runde ankommen. Also 2 Luftmaschen, eine feste Masche. So, ich bin jetzt am Ende der Runde. Und jetzt schließe ich die Runde mit einer Kettmasche hier. Wo die feste Masche ist, stiche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. Jetzt machen wir Farbwechsel. So. Ich stiche hier ein, hole den Faden,
und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. Praktisch nochmal eine Kettmasche. Und jetzt wickle ich 3 Luftmaschen. So, jetzt wickle ich wie ein Stäbchen einen Umschlag, einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Nochmal ein Umschlag, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Jetzt habe ich 3 Schlingen auf der Häkelnadel, alle 3 Schlingen durch. 2 Luftmaschen. Das Ganze wiederholen wir. Hier in den nächsten Bogen stiche ich ein, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Umschlag, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Umschlag, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Jetzt habe ich 4 Schlingen auf die Häkelnadel, alle 4 Schlingen durch. 2 Luftmaschen. So. Und wir wiederholen diese zusammengemachte Stäbchen. Also Umschlag in den nächsten Bogen einstechen, Faden holen, Umschlag, die ersten 2 durch, nochmal ein Umschlag, die ersten 2 durch, 4 Schlingen, alle 4 Schlingen durch, 2 Luftmaschen. Und das Ganze wiederholen wir dann stets, bis wir am Ende der Runde ankommen. So, ich habe jetzt die Runde zu Ende gehäkelt. Jetzt schließe ich. Hier steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke durch die rechte Schlinge durch. Jetzt bewege ich mich mit der Kettmasche nach links. Also hier steche ich ein. Jetzt hole ich mir die andere Farbe und ziehe wiederum durch die rechte Schlinge durch. Jetzt häkle ich eine Luftmasche und in diesen Bogen häkle ich eine feste Masche. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen in den Bogen, eine feste Masche. 2 Luftmaschen in den Bogen, eine feste Masche. Und das Ganze wiederhole ich, 2 Luftmaschen, eine feste Masche in den Bogen, 2 Luftmaschen, eine feste Masche in den Bogen. Und so wickele ich, bis ich am Ende der Runde ankomme, also hier zwischen jeweils eine feste Masche, 2 Luftmaschen, feste Masche und so weiter. So, jetzt bin ich am Ende der Runde, 2 Luftmaschen, hier in die erste feste Masche steche ich ein und häkle eine Kettmasche. Jetzt fange ich mit 3 Luftmaschen an. Jetzt häkle ich in den Bogen 2 feste Maschen, 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. So, in die feste Masche häkle ich ein Stäbchen. Und das Ganze wiederholen wir. In den Bogen 2 Stäbchen. Und hier in die feste Masche ein Stäbchen häkeln. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Runde ankommen, in den Bogen 2 Stäbchen, in die feste Masche auch ein Stäbchen. So, ich habe jetzt das Deckchen zu Ende gehäkelt. Jetzt verarbeiten wir noch die Fädchen. Den Faden ziehe ich mir auf die linke Seite. Man kann hier unter diese 2 Schlingen einstechen. Und den Faden auf die linke Seite ziehen. So, jetzt wende ich. So, ich stiche irgendwo, da ist der Faden, hier unten stiche ich irgendwo ein. Jetzt kann ich mir den Faden in 2 Teile aufteilen. Hole mir eine Seite hier durch. Ich mache hier den anderen Faden auch. Irgendwo einmal durchstechen. So, und jetzt kann ich einen Knoten machen. Jetzt kann man abschneiden. So, auf die gleiche Weise kann man alle anderen Fädchen vernähen.
Hier habe ich 2 weiße Fäden. Also ich ziehe mir hier mal den Faden durch. Dann kann man hier auch einen Knoten machen und dann kann man abschneiden. Wie gesagt, auf diese Weise verarbeiten wir alle Fädchen. So, dann sind wir mit dem Deckchen soweit fertig. So schaut es jetzt aus. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Macht mit, probiert aus, abonniert auch meinen Kanal. Schreibt mir gerne auch eure Kommentare oder Wünsche, würde mich auch sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal.